Hallo zusammen, heute möchte ich dir Tipps und Tricks rund um deine Apple Watch Series 11 vorstellen. Die meisten der Funktionen, die ich euch zeige, funktionieren natürlich auch auf den Vorgängermodellen und natürlich auch auf den Apple Watch Ultra Uhren. Die erste Funktion, die ich dir zeigen möchte, ist mit watchOS 26 gekommen. Du hast nämlich die Möglichkeit, für jede deiner Aktivitäten eine bestimmte Musik festzulegen. Jetzt sind wir zum Beispiel hier bei der Laufauto-Aktivität. Dann gehst du hier rechts unten auf die Note. Dann hast du die Möglichkeit, einmal zu sagen, ich möchte die Medien automatisch wiedergeben. Das heißt also, jedes Mal, wenn du die Aktivität startest, wird die Musik auch ausgeführt. Und du hast dann die Möglichkeit, einmal zu sagen, nur für dich. Oder du kannst auch sagen, ich gehe auf Medien wählen. Dann geht unten ein weiterer Reiter auf und da hast du jetzt die Möglichkeit, hier nämlich die Medien zu ändern. Besser gesagt, du kannst hier drauf gehen und kannst sagen, okay, ich möchte hier einen bestimmten Podcast laufen lassen. Hier bekomme ich jetzt Vorschläge. Du hast aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du Apple Music Abonnent bist, gehst du auf Apple Music und hier kannst du dann eine von deinen Playlisten heraussuchen, die du selber angelegt hast oder die du geliked hast. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier oben kurz Running, das wählen wir jetzt aus. Und dann sehen wir auch hier, Running ist jetzt direkt ausgewählt. Wenn wir zum Beispiel in eine andere Aktivität hineingehen, das heißt jetzt hier Gehen Outdoor, dann hast du hier die Möglichkeit zu sagen, okay, für Gehen möchte ich eine andere Musik haben, sehen wir jetzt hier auch schon Top Hits Run. Und so hast du die Möglichkeit, wie gesagt, für jede deiner Aktivitäten individuell die Musik festzulegen, wenn du sagst, okay, du möchtest immer die gleiche Playlist hören während deiner Aktivität. Und möchtest du nach einer bestimmten Herzfrequenz trainieren bzw. einen Alarm bekommen, wenn du darüber bist, dann kannst du das natürlich auch hier mit der Apple Watch verwenden. In diesem Fall zeige ich es auch hier mit der Lauffunktion. Denn rechts unten ist schon ein Alarm aktiviert. Das heißt einfach, die Glocke ist nicht durchgestrichen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Glocke drauf und hier hast du jetzt die Möglichkeit, verschiedene Alarme einzustellen. Einmal für Pace, Herzfrequenz, Kadenz und Leistung, Zeit oder Splits. Wir gehen jetzt einfach hier auf die Herzfrequenz. Und wenn du sagst, okay, du möchtest einen bestimmten Bereich trainieren, zum Beispiel Zone 2, wählst du hier Zone 2 aus und dann bekommst du auch immer einen Alarm, wenn du hier aus dem Herzfrequenzbereich rausgehst. Und möchtest du deine Trainingszeiten anpassen bzw. verändern, ist das nun auch ganz einfach möglich. Ihr geht einfach rechts oben hier auf das Icon und dann landet ihr schon direkt in der Trainingsansicht. Und wenn ihr hier auf den Stift drauf geht, dann könnt ihr zum Beispiel auch dann eure Datenfelder ändern. Das heißt zum Beispiel jetzt hier komplett das Ganze leer machen, dass du gar nichts angezeigt bekommst. Das ist möglich. Das finden wir jetzt hier ganz oben aus. Oder du hast dann die Option, zwischen den verschiedenen Daten auszusuchen: Bodenkontaktzeit, Dauer, Herzfrequenz, Höhe, Kadenz, Kalorien oder dann auch die Leistung ist hier mit dabei. Ganz spannend ist vor allem dann auch, wenn wir hier nochmal zurückgehen. Es gibt nämlich viele Datenfelder, die euch gar nicht angezeigt werden, standardmäßig ausgeschaltet sind. Zum Beispiel hier einbeziehen, könnt ihr dann auch hier nochmal ein weiteres Datenfeld nutzen. Das ist möglich, da müsst ihr einfach unten hier nur auf den Knopf drücken. Und was oft fehlt, sind dann zum Beispiel Höhenangaben oder Leistungsangaben. So habt ihr die Möglichkeit, hier auch weitere Daten für das Laufen oder für andere Aktivitäten anzeigen zu lassen. Und solltest du mit der Anordnung nicht zufrieden sein, dann gehst du einfach ganz weit runter. Da gibt es 9 Anordnen. Dann gehst du hier auf das Burger-Menü und drückst du länger drauf. Und dann hast du die Möglichkeiten, auch die Messwerte hier für dich individuell neu zu sortieren. Und solltest du eine Aktivität starten und wartest immer, bis die 3 Sekunden runtergezählt werden, das muss nicht sein. Ganz einfach, wenn du eine Aktivität startest, dann kannst du einfach hier direkt drauf tippen und dann geht die Aktivität auch direkt los. Falls du zum Beispiel einen Wettkampf mitmachen solltest, ist es hier ganz einfach möglich. Das ist aber noch nicht alles, was sich geändert hat. In der Vergangenheit musste man, wenn man ja Trainings erstellt hat, das alles sehr mühselig über die Uhr machen. Das könnt ihr jetzt mittlerweile auch auf eurem iPhone. Und dafür geht ihr einfach hier in eure Fitness-App hinein und dann gibt es hier den Reiter Training. Da geht ihr jetzt einfach drauf und hier seht ihr auch einmal die Trainingseinheiten. Diese könnt ihr auch direkt über das Handy starten. Das ist möglich, aber du hast nun auch die Option, hier eigene Trainings zu verwalten. Da gehen wir jetzt einfach hier auf die Uhr drauf. Sehen wir hier schon einige Trainings, die ich erstellt habe. Das heißt, alles hier zum Beispiel eigene Pyramide oder Pace-Pyramide, den Pacer oder auch die Rennstrecken sind mit dabei. Und wenn wir jetzt auf ein bestimmtes Feld gehen, zum Beispiel Eigen, dann habt ihr die Möglichkeit auch zu sagen, okay, am Plus unten eigene Trainings zu erstellen und so könnt ihr dann eure eigenen Intervalle durchführen. Du hast auch die Möglichkeit, wenn wir nochmal in das Training hineingehen, die Trainings auch direkt über das Handy zu starten. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Kalorien, 320 Kilokalorien als Ziel verwende und starte, gehe ich einfach hier drauf und dann können wir gleich sehen, wird es direkt auch hier mit der Apple Watch begonnen, beziehungsweise sehen auch hier das Ziel und dann könnt ihr auch hier direkt eure Trainings starten und ihr seht es auch schon direkt,
Es werden mittlerweile auch alle Trainings gespiegelt, also nicht nur das Radfahren. Das heißt also, wenn du zum Beispiel im Fitnessstudio bist, dann kannst du dann auch hier deine Daten hier zum Beispiel beim Krafttraining direkt anzeigen lassen. Und du hast dann sogar über das iPhone die Möglichkeit, wenn wir hier zum Beispiel auf Pause gehen, zu sagen, okay, ich kann hier meinen Wegbegleiter starten oder ich kann auch das Training direkt beenden. Das ist dann natürlich auch mit dieser Stelle möglich. Die Apple Watch Series 11 ist ja auch in der Lage, bei Bluthochdruck dir eine Warnung zu geben. Um das nutzen zu können, musst du es aber erst aktivieren. Standardmäßig ist es ausgeschaltet. Dafür gehst du auch hier wieder in deine Einstellung hinein und dann scrollen wir einfach ganz weit runter, bis wir dann hier in den Bereich Herzfrequenz kommen, beziehungsweise Herz heißt die App. Das wählen wir aus. Und dann gibt es hier unten, wenn ihr weiter runter scrollt, die Möglichkeit, hier Bluthochdruckermittlung zu aktivieren. Da geht ihr drauf und aktiviert das Ganze. Und ab diesem Zeitpunkt bekommt ihr natürlich dann auch hier die Warnung, falls es dann hier zu Abweichungen kommen sollte. Der letzte sportliche Punkt betrifft dann die Aktivitätsringe. Du hast ja die Möglichkeit, mit der Apple Watch hier auch Ziele zu setzen, besser gesagt auch hier Aktivitätsziele zu erreichen. Dabei wirst du hier unterstützt. Du hast natürlich auch die Möglichkeiten hier Erfolge zu sammeln, so Ringe schließen oder monatliche Herausforderungen. Das ist alles möglich. Jetzt aber so, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt einen Tag, wo ich jetzt viel trainiert habe, am nächsten Tag möchte ich mein Ziel etwas geringer machen, weil ich ausruhen möchte. Das ist möglich. Und du hast auch die Möglichkeit, hier die Ringe zu pausieren, falls du zum Beispiel krank wirst. Und dafür tippst du einmal hier auf den Ring. Zu einem hast du die Möglichkeit, hier dann die Ziele zu ändern, je nach Tag, sei das Bewegungsziel, aber natürlich dann auch hier die Trainingszeiten oder natürlich auch die Stehzeiten. Das ist hier alles dann möglich. Und ihr habt schon gesehen, wenn wir hier nochmal drauf tippen, ihr könnt auch die Ringe anhalten, falls ihr krank werdet. Sind wir auch hier schon mal, wird dann stumm geschaltet. Einmal nur für heute, bis Dienstag, bis Ende Februar oder ein eigenes Ziel. Und bis zu maximal 90 Tagen können hier ausgewählt werden, ohne dass es hier deine Erfolge beeinflusst. Eine interessante Funktion, die wir mit WatchOS 26 erhalten haben, ist das Handgelenkdrehen. Besser gesagt, du kannst damit zum Beispiel Anrufe ablehnen oder auch zum Beispiel einen Wecker beenden. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Dafür geht ihr hier in eurer Apple Watch auf die Einstellung, das Zahnrad und dann scrollst du runter bis Gesten. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Dann sehen wir auch hier schon, wenn wir runter scrollen, gibt es hier Handgelenksdrehung. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt haben wir dann die Möglichkeit, hier Widgets zu beenden, beziehungsweise wenn du jetzt zum Beispiel ein Widget drin bist, wie zum Beispiel jetzt den Kalender, dann kannst du auch einfach das Handgelenk drehen und dann landen wir automatisch wieder im Menü, beziehungsweise dann im Zifferblatt. Das ist dann ohne Probleme möglich. Und du hast auch die Möglichkeit, wenn jetzt ein Anruf zum Beispiel hereinkommt oder der Wecker klingelt, diesen hier stumm zu schalten, ohne dass du direkt auflegst, beziehungsweise den Timer oder Wecker beendest. Auch das findet ihr in euren Einstellungen, ebenfalls hier unter den Gesten. So, hier nochmal mit der Hand eine Gestensteuerung. Da gehen wir drauf und dann scrollen wir ganz weit runter und dann gibt es hier für Ton aus abdecken. Und sobald der Anruf reinkommt, könnt ihr den Ton direkt ausschalten, geben Handballen drauf. Und das Tolle ist, es wird nicht nur auf der Apple Watch der Ton beendet, nein, auf dem Handy auch, beziehungsweise auf dem iPad oder iMac, je nachdem, was du verbunden hast, ist der Ton dann ebenfalls ausgeschaltet. Eine aus meiner Sicht nützliche Funktion sind Kurzbefehle auf der Apple Watch. Du hast auch die Möglichkeit, auf der Apple Watch Series 11 Kurzbefehle auszuführen. Dafür gehen wir einfach hier auf unserem Handy bzw. auf dem iPhone in die App Kurzbefehle und hier kannst du diverse Kurzbefehle anlegen. Das heißt zum Beispiel jetzt hier Kamera-App öffnen oder auch hier die Touren-App für das Komoot oder auch weitere Möglichkeiten hast du dann hier als Option. Dafür gehst du einfach oben auf das Plus und dann kannst du hier entsprechend die Kurzbefehle auswählen, die du dann nutzen möchtest. Standardmäßig sind die Kurzbefehle aber jetzt nur auf dem iPhone und werden nicht auf die Apple Watch übertragen. Damit diese auch auf der Apple Watch zu sehen sind, gehen wir einfach hier oben rechts auf die 3 Punkte des jeweiligen Kurzbefehls. Nehmen wir diese Punkte hier oben rechts. Da geht ihr einfach drauf. Und dann sehen wir hier jetzt auch zum Beispiel, hier ist jetzt nicht stören, ist aus. Können wir auch sagen, okay, wir möchten es aktivieren, ein und aus. Und jetzt gehen wir unten einfach auf das i, da drücken wir drauf. Und dann sehen wir auch schon hier auf der Apple Watch zeigen, ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn du jetzt das aktivierst, dann bekommst du den Kurzbefehl dann auch entsprechend hier auf deine Uhr angezeigt. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, in mehreren Funktionen hier die Kurzbefehle auf der Apple Watch Series 11 auszulösen. Auf der Ultra haben wir den Action-Button, den wir hier nutzen können. Den haben wir so leider hier bei der Series 11 nicht. Dennoch gibt es 2 Optionen. Option 1 ist einmal im Kontrollzentrum. Wenn wir jetzt hier rechts auf die Taste drauf drücken,
landen wir auch direkt im Kontrollzentrum. Und wenn wir jetzt einfach hier auf Bearbeiten gehen, da könnt ihr einfach sagen, hier oben und links auf das Plus. Und dann gibt es auch den Bereich Kurzbefehle. Das scrollen wir jetzt einfach ganz weit runter, wählen die Kurzbefehle aus, gehen hier drauf und dann bekommen wir hier in der Auswahl alle Kurzbefehle angezeigt, die wir auf die Uhr übertragen haben. Jetzt gehen wir einfach auf Auswählen. In diesem Fall nehme ich jetzt zum Beispiel einmal die Kamera-App öffnen als Beispiel. Dann sage ich jetzt hier OK. Und dann sehen wir auch hier, Kamera-App ist als Kurzbefehl mit dabei. Gehen auf Fertig. Und wenn ihr jetzt hier einen Kurzbefehl ausführt, dann wird hier auf dem iPhone direkt auch die Kamera geöffnet. Das ist eine der Möglichkeiten. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wo du Kurzbefehle nutzen kannst. Wenn wir jetzt einfach in den Smart Stable hineingehen, gehen wir einfach hier mal runter, gehen wir hier auf Bearbeiten, das wählen wir aus und dann gehen wir hier auf das Plus und auch hier scrollen wir runter bis zu den Kurzbefehlen. Das heißt also hier ganz weit runter. Dann wählen wir hier Kurzbefehle aus. Wir nehmen jetzt einfach dann auch hier einen Kurzbefehl, den wir jetzt selber definieren wollen oder auswählen wollen. Dann gehen wir hier auch nochmal auf die Kamera-App, wählen wir die hier aus, sagen hier OK. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch die Kamera-App anzupinnen. Das heißt also, dass die auch dauerhaft bei euch angezeigt wird. Und das heißt jetzt also, wenn ihr jetzt hier in euren Smart Stable hineingeht, dann sehen wir auch hier wird uns gleich die Kamera-App angeboten. Und auch hier ist es so, ihr könnt es dann auswählen und dann wird direkt hier die Kamera gestartet. Das ist aber noch nicht alles, was wir hier an praktischen Funktionen haben. Ihr habt jetzt auch die Notiz-App hier auf deiner Apple Watch Series 11. Hey Siri, öffne Notizen. Sehen wir auch schon direkt hier in der Notiz-App. Und möchtest du eine neue Notiz anlegen, dann gehst du einfach rechts unten hier auf den Button für neue Notiz. Ich habe jetzt hier standardmäßig schon die Sprachsteuerung oder Sprachaufnahme aktiviert. Du kannst natürlich auch alles mit den Tasten eintragen und du hast auch die Möglichkeit zu sagen, neuer Absatz, dass ein neuer Absatz gebildet wird, neuer Absatz. Lass gerne ein Abo da, wenn das Video gefällt, beziehungsweise einen Daumen hoch. Vielen Dank. Und dann ist die Notiz auch schon direkt gespeichert. Und solltest du mal im Ausland unterwegs sein und beherrschst nicht die Sprache, dann kann dir dann auf jeden Fall die Übersetzer-App helfen, die standardmäßig hier auf deiner Apple Watch installiert ist. Dafür scrollen wir jetzt einfach mal herunter und da gibt es hier nämlich das A. Das wählen wir aus und dann bekommst du hier deine klassische Übersetzer-App angezeigt. In diesem Fall habe ich jetzt hier mal Deutsch und Englisch und dann hast du die Möglichkeit hier auf das Mikrofon zu drücken. Wenn das Video gefällt, lass gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und der Algorithmus. Dann gehen wir einfach jetzt hier Stopp und sehen wir auch schon hier, da wird das Ganze angezeigt, beziehungsweise ihr könnt dann auch hier auf das Play drücken oder einen Play-Button. If you like it, feel free to leave a thumbs up. I'm happy about the algorithm. Und solltest du das öfters verwenden wollen, dann hast du auch eine Option, wenn du von links nach rechts wischst, hier das als Favorit anzulegen. Sind auch hier ist als Favorit ausgewählt. Und möchtest du deine Favoriten verwenden, dann gehst du einfach hier links oben auf den Stern. Da sehen wir dann auch schon alle meine Favoriten, zum Beispiel hier. I would like a slice of pizza. Oder ich könnte auch weitere Favoriten anlegen, es sind hier mehrere dabei. Und möchtest du mal eins nicht mehr in den Favoriten haben, dann kannst du auch sagen, okay, möchte ich hier rausnehmen, dann ist das auch hier entfernt. Standardmäßig verläuft die Übersetzung so übers iPhone. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel jetzt hier kein Netz haben solltest oder wenn du im Ausland unterwegs bist mit Roaming, dann kannst du auch oben auf die 3 Punkte gehen. Da kannst du einmal einstellen, wie schnell der Text vorgelesen werden soll und ob dein Text auch direkt übersetzt werden soll, also automatisch und nicht erst den Play-Button zu drücken. Du kannst auch sagen, hier bevorzugte Eingabe ist Stimme oder auch Text. Und du hast die Möglichkeit, geladene Sprachen, nämlich hier Sprachen herunterzuladen. Wir sehen hier Deutsch und Englisch, habe ich jetzt als Offline-Möglichkeit darunter geladen. Es gibt auch noch weitere Sprachen, Chinesisch, Französisch, Italienisch. Ich scroll jetzt einfach mal ganz kurz runter. Russisch, aber natürlich auch Türkisch und Vietnamesisch wird hier an dieser Stelle unterstützt. Und solltest du über iMessage dann auch fremdsprachige Nachrichten bekommen, dann kannst du die ebenfalls dann auch hier übersetzen lassen. Das gab es hier neu mit WatchOS 26. Im Bereich der Produktivität gibt es aber noch eine andere spannende Funktion. Wenn du zum Beispiel viel auf Messen unterwegs bist und dein Gegenpart auch ein iPhone besitzt, dann kannst du nämlich auch die Kontakte via AirDrop mit deiner Apple Watch teilen. Um das aber nutzen zu können, musst du es aber auf deiner Apple Watch aktivieren. Dafür gehst du einfach in die Einstellung unter Allgemein und dann gibt es hier direkt auch AirDrop. Das wählst du aus, beziehungsweise hier kannst du es dann aktivieren, um dann einfach hier keine Kontakte mit jemand anders auszutauschen. Auch spannend ist, du kannst deine Apple Watch Series 11 auch als Babyphone nutzen, wenn du mal irgendwo unterwegs bist, bei Freunden, hast jetzt gerade keins dabei. Dafür brauchst du einfach nur ein iPhone, Kopfhörer und deine Apple Watch. Und um das nutzen zu können, gehen wir einfach hier ins Kontrollzentrum hinein.
Da müsst ihr nämlich erst eine Einstellung durchführen. Wir gehen auf Bearbeiten, dann gehen wir auf das Plus und dann gehen wir einfach hier auf Bedienungshilfen und da gibt es auch schon hier Hören. Das wählen wir jetzt aus. Dann machen wir das hier auf Fertig und nun musst du auf deinem iPhone hier die Kopfhörer verbinden, damit du es dann hier nutzen kannst. Wir sind hier, die AirPods sind auch schon direkt verbunden und jetzt gehen wir einfach hier ins Kontrollzentrum hinein, wählen dann hier jetzt hier Hören aus und dann gibt es hier auch den Punkt Live hören. Den aktivieren wir und dann sehen wir auch schon direkt, hier oben wird aufgezeichnet auf dem iPhone und da hast du auch die Möglichkeit, hier auf Live mithören gehen. Dann wird das Ganze auch hier transkribiert. Das heißt also, das hast du auch mit in der Übersicht. Auch im Bereich Töne hat sich einiges getan. Du hast nämlich jetzt auch die Möglichkeiten, die Töne besser auf deine Apple Watch abzustimmen. Und dafür gehen wir jetzt hier nämlich in die Einstellung hinein. Hauptsächlich betrifft es vor allem hier die Signaltöne, die ihr so hört. Da können wir nämlich einiges verändern. Wenn wir dann in der Einstellung sind, gehen wir hier runter auf Töne und Haptik. Das ist hier. Und natürlich könnt ihr klassisch stumm schalten. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ich möchte die Lautstärke automatisch anpassen. Und dabei gibt es dann 3 Stufen. Einmal hier lauter, Standard, das ist das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Habt ihr gerade gehört. Oder leise. Das ist dann sehr leise. Das ist laut. Oder du hast auch die Möglichkeit zu sagen, okay, die Töne sind mir generell alle zu leise. Ich möchte ganz laute Töne haben. Dann kannst du es natürlich auch hier die Signaltöne für dich einstellen, wie du es dann hier brauchst. Den letzten Tipp, den ich dir zeigen möchte, betrifft dann hier deine Akkulaufzeit bzw. deren Optimierung. Deine Apps machen ja Hintergrundaktualisierung, das kostet natürlich alles auch Strom. Das kannst du aber alles verwalten. Dafür gehst du einfach hier in deine Einstellung hinein und dann gehst du hier unter Allgemeine Einstellungen. Das wählen wir jetzt aus und dann geht er hier unter Hintergrundaktualisierung. Und dann sehen wir auch hier schon, wenn das aktiviert ist, habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeiten, auch für jede App das einzustellen, wie ihr es haben wollt, beziehungsweise welche App sich aktualisiert. Und dabei betrifft es aber jetzt hauptsächlich die Apps, die im Hintergrund laufen. Solltest du aber eine Komplikation auf dem Zifferblatt haben von einer App, wird die trotzdem weiterhin aktualisiert, wenn du das möchtest, beziehungsweise wenn diese auch deaktiviert worden ist. Und zu guter Letzt für den einen oder anderen auch interessant, der es noch nicht mitbekommen hat, die Apple Watch unterstützt nämlich jetzt auch nativ WhatsApp. Das heißt also, wenn du WhatsApp nutzen solltest, gibt es nämlich jetzt hier auch eine eigene App. Sehen wir jetzt hier. Ihr müsst also keine Drittanbieter-App mehr herunterladen. Und so hast du die Möglichkeit, hier auch mit WhatsApp zu arbeiten, beziehungsweise hier auszutauschen. Es werden Nachrichten angezeigt, du kannst Sprachnachrichten schicken, aber auch standardisierte Nachrichten sind mit dabei. Das heißt also, wenn es bei dir noch nicht installiert ist, schau doch einfach mal dir auf der Apple Watch nach und installier es nach. Dann kannst du auch hier jetzt ohne Probleme WhatsApp nutzen. Ja, ich wollte euch einfach mal kurz und knapp ein paar Tipps und Tricks rund um eure Apple Watch Series 11 vorstellen. Kannst du gerne einen Kommentar schreiben, ob was Interessantes dabei war. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Apple Watch sehen willst, ich habe die Apple Watch Series 11 auch mal mit der Ultra 3 verglichen. Das verlinke ich dir oben mal. Beziehungsweise ich habe auch eine Playlist rund um die Apple Watch. Da habe ich auch einiges weiteres vorgestellt, auch viele Apps. Kannst du mal reinschauen, vielleicht ist da was Spannendes dabei. Wenn das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich und den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.